What is up, YouTube? Und seid herzlich willkommen zur Roomtour 2021. Aber warte mal, so geht das hier nicht. Alexa, Nano weiß. Alexa, Nano heller. Okay. So ist es doch gleich viel normaler. Und so sieht's wirklich in diesem Raum aus. Ja, wenn ich nicht gerade am Zocken bin oder für euch ein Video aufnehme. Let's take a look around. Diese Ecke des Game Rooms, die habt ihr wahrscheinlich ja noch nie gesehen. Hier schneide ich die Videos, hier vertone ich die Videos, hier steht mein Computer, mein Laptop. Wenn ich mich umdrehe, ja, da findet ihr die nicht best aufgeräumteste Ecke meines Game Rooms. Ne, ihr seht, hier steht einiges an Stuff rum, aber hier sind auch meine ganzen Game Guides, meine Spielebegleiter plus einiges ja an OVPs und Verpackungen, die irgendwo ja einen Platz zum Wohnen gesucht haben. Auf der Rückseite gibt's einiges an Konsolen, einmal ganz normal lose, falls ich sie denn mal anschließen möchte, plus auch einiges in OVP, wie man hier sieht. Und die Schränke sind natürlich nicht leer. Hier findet sich auch einiges an ja, Konsolen, an Zubehör in OVP, genauso auch auf der Seite hier vorne. Ja, der ganze Schrank hier, die ganze Theke eigentlich, hat auch noch Schubladen. Und ich zeige euch beispielshaft mal eine. Hier ist einiges an Controller-Kram. Eine Schublade, die möchte ich euch nicht vorenthalten, und das ist diese. Hier drinne ist ja meine ganze Handheld-Liebe. Ihr wisst ja, ich bin jetzt nicht der größte Handheld-Fan, aber hier drin findet man meine Vita, meine PSP, einiges an Game Boys Advance, 2DS, 3DS, wie auch immer. Alles in einer Schublade, relativ weit hinten im Game Room. Wie gesagt, ich bin nicht der größte Handheld-Fan. Ja, und das ist der Blick in die andere Richtung von meinem Sofa raus. Ihr seht den Fernseher plus unten drunter die PlayStation 5 und eine Xbox auf einer größeren Soundbar, die richtig ordentlich Rums macht. Dazu auf der linken Seite die Switch, meine rückwärtskompatible PS3 und ein Retron 5. Und auf der rechten Seite ist ein Nvidia Shield, zwei Xbox 360, einmal deutsch, einmal amerikanisch, plus mein Wii Tower mit meinen liebsten Wii-Spielen und der Nintendo Wii auch direkt angeschlossen. All Media, $1, jawohl. Das sind all die Filme, die ich damals bei Goodwill für $1 bekommen habe und ja, für gut befunden habe, ne, die es in die Seefracht geschafft haben und jetzt bei mir im Game Room einen Platz haben. Auf der linken Seite des großen Spieleregals findet ihr meine Blu-rays und ganz viele Soundtracks plus ganz viele All Media $1 CDs, ne, Musik, die ich damals bei Goodwill in den USA für je $1 bekommen habe. Und ihr habt es natürlich auch schon ganz oft in meinen Videos gesehen. Hier ist noch eine Tür und da wohnt die Eiskönigin, da wohnt Elsa. Nee, gar nicht wahr, da wohnt eine meiner Töchter. Ja, jetzt werdet ihr denken, Mensch, die muss ja immer durch deinen Game Room durch. Gar kein Problem, die weiß um die Sammlung, die darf ja auch spielen, wenn sie möchte. Natürlich nur das Altersgerechte und die macht das recht ordentlich. Die weiß, wie Konsolen an- und ausgehen und vor allen Dingen, wie man die Spiele auch wieder ordentlich in den Schrank zurückstellt.
Was das Thema Spiele angeht, da muss man meinen Raum in unterschiedlichen Bereichen sehen. Hinter dem Sofa, auf dem ich in den Videos immer sitze, da ist ein großer Teil meiner Nintendo-Sammlung. Da sind meine Nintendo NES-Spiele, sowohl lose als auch in OVP, als auch meine Super Nintendo-Spiele. In der Ecke befindet sich dann das ganze Thema Sega. Hier findet ihr meine Mega Drive, meine Genesis und natürlich auch meine Master System Spiele. Tja, und dann ist da natürlich noch der große PlayStation Bereich. Der ist ehrlich gesagt sogar in zwei Bereiche aufgeteilt. Einmal hinter meinem Fernseher, da findet ihr PlayStation 1 und PlayStation 3, natürlich PAL und NTSC, na klar. Und dann der große Schrank an der Seite meines Game Rooms, der im Grunde die ganze Seite ausfüllt, der links und rechts die Soundtracks und auch meine Goodwill All Media $1 Filme hat. Da ist das ganze Thema PlayStation drin, PlayStation 2, PlayStation 4. Oben ist noch die Nintendo Switch und ganz unten noch der Bereich Xbox, Xbox 360 und meine kleine, aber feine GameCube-Sammlung. Da gehen wir jetzt mal Schritt für Schritt durch die einzelnen Bereiche durch und ich zeige euch ein paar Highlights meiner Sammlung. Hinter dem Sofa, Nintendo, soweit das Auge reicht, außer da unten, da ist auch noch meine PSP und meine Vita-Sammlung. Aber lasst uns hier oben mal anfangen. Ganz oben ist die Super Nintendo-Sammlung und da, ja, der große Unterschied ist, die amerikanischen Spiele, die ich habe, die stehen alle wunderschön so im Regal, ja, weil du lesen kannst, was es für ein Spiel ist. Das geht natürlich bei den deutschen Spielen ohne OVP nicht. Das heißt, da kann ich was rausziehen und kann lange überlegen, bis ich dann mal rausfinde, was es für ein Spiel ist. So groß ist meine lose Super Nintendo-Sammlung an dieser Stelle nicht. Ja, ein paar Highlights. Ich habe euch gerade das Zombies Ate My Neighbors gezeigt. Das mag ich gerne. Rock'n'Roll Racing ist auch ein richtig toller Titel. Plus das rote Modul. Was mag das nur sein? Richtig, Maximum Carnage. Das ist ein Spider-Man-Titel, ein Marvel-Titel. Richtig cool. Spider-Man und Venom in Maximum Carnage. Für das Super Nintendo sei noch zu nennen, ich rutsche immer ein bisschen aus dem Bild. Ganz cool natürlich hier das Contra, die Alien Wars Protector. Klar, in der US-Version. Dann habe ich noch, ich bin schon wieder aus dem Bild rausgerutscht wahrscheinlich. Macht nichts, ihr werdet es überleben. Das Supernova, das ist ein Schmapp, richtig guter Taito-Titel. Und last but not least, einen zeige ich euch noch. Ich ziehe mal hier oben. Ja, das werden gleich zwei, genau. Final Fantasy, habe ich leider nur lose, den zweiten und dritten Teil. Natürlich mega, Top-RPGs für das Super Nintendo. Wenn wir uns jetzt diesen ganzen Modulen hier zu widmen sollten, vom NES und da vorne noch die in OVP, ja, dann würde dieses Video absolut den Rahmen sprengen. Ich zeige euch ein paar kleine Highlights, aber da müssen wir dann echt mal ein Sammlungsupdate-Video zu machen, wo ich euch wirklich die Sammlung en Detail vorstelle. So, jetzt aber los fürs NES. Gern gesehen, gern gespielt. Parodius, richtig geiles Schmapp, jawohl. Dann immer noch total mega, war es schon in der Roomtour in USA, Vice Project Doom. Die Roomtour in USA, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, ich verlinke euch mal meine Halbzeit-Roomtour, als ich ein Jahr in den USA war. Ey, da war echt mehr Platz und ich musste nicht hinters Sofa krabbeln, so wie jetzt gerade. Ein US-exklusiver Titel, Ninja Gaiden, der dritte Teil, ist so bei uns nicht erschienen. Richtig gutes Spiel. Daneben sind die Mega-Männer, die halte ich euch jetzt nicht in der Kamera. Ich denke, die sind bekannt. So, fällt mir noch was Cooles auf. Auch wenn Halloween vorbei ist, Freitag der 13. auch ein richtig, ein abgefahrener NES-Titel. In Summe sind das hier richtig viele Titel. Sehr viele sind aus den USA. Es sind aber auch einige dabei, die ich in PAL habe. So kann es durchaus sein, dass ich bei manchen Spielen zwei Versionen habe. Einmal die englische und einmal die deutsche, respektive die amerikanische und die europäische. Einfach weil ich damit Erinnerungen verbinde. Jetzt gerade diese USA-Pickups und. Da sind manche Spiele durchaus auch doppelt in meiner Sammlung.
unter dem Nest. Und jetzt nehmen wir die Kamera live und gehen etwas runter. Liebes Stativ, bitte mach mit. Jawohl. Hier unten befinden sich ein paar Handheld-Sachen. Alles nicht so der Rede wert. Vor allen Dingen ist es da ein bisschen dunkler da unten. Da müssen wir uns ein bisschen beeilen. Daneben, ganz lustig, ein paar CDI-Titel, ne? Ihr wisst schon, dieses interessante System von Philips seinerzeit, ne? Da hier, was weiß ich, Seven's Guest oder so, da habe ich mal ein großes Bundle für sehr, sehr, sehr günstiges Geld aufgekauft. Unter anderem auch hier dieser Klassiker, das Hotel Mario. Cool Stuff. Habe ich nicht viel von. Ne? Ich habe die Konsole, die ist nicht angeschlossen. Ich habe die im Grunde für einen richtig guten Kurs damals bei Kleinanzeigen geschossen. Zu den Handheld-Sachen gehört sicherlich auch das DS und der 3DS. Hier habe ich nicht viel. Ne? Hier habe ich zum Beispiel einmal für einen Game Boy Advance sogar noch ein Final Fantasy oder halt ein paar Standardtitel hier für ein 3DS, wenn wir das hier mal rausziehen. Ich halte euch das mal ein bisschen näher hin. Wirklich Standardtitel, nichts großartig Besonderes dabei. Die Dragon Quest Serie vielleicht oder das Lumia, sicherlich auch ein richtig schöner Teil. Das ist sogar noch eingeschweißt. Ihr wisst, ich bin nicht so der Handheld-Spieler. Ich habe da eine kleine Auswahl, sage ich mal, aber richtig viel Handheld spielen, das mache ich halt einfach nicht. Unter den DS-Sachen ist meine PSP-Sammlung, da komme ich sofort zu. Hier rechts ist noch meine Vita-Sammlung und die zeige ich total gern, weil die passt in eine Hand. Ich habe nicht viele Spiele für die Vita, ne? Das ist nun mal wirklich so. Ich habe von Atlus das Conception 2 und dann habe ich so ein paar wirkliche Standardtitel. Ne? Ich habe die Ratchet & Clank Trilogie, ich habe das Freedom Wars, was jetzt runtergefallen ist. Ich habe das großartige Dungeon Travelers 2. Das war für mich fast ein Kaufgrund für die Konsole. Verrückt, ne? Demon Gaze, Valkyria Drive, Stranger of the Sword und Tales of Heart R und last but not least das Muramasa. Und es war's mit der Vita. Mehr habe ich davon nicht. Und das liegt einfach daran, dass ich nicht wirklich so der Handheld-Spieler bin. Hier neben stehen noch ein paar Spiele, wo ich nicht so recht wusste, wohin damit. Ne, ihr seht einen Donkey Kong in der US-Version fürs N64, ein paar verstaubte Famicom-Spiele, 2 einsame PSP-Spiele und ja, unterschiedlichstes hier noch, ne, ein Harvest Moon und. Die stehen halt hier unten etwas versteckt und etwas, verstaubt. Ich nehme euch ein Stück näher. Ich hoffe, die Kamera wird es mir verzeihen. Oh, so, hallo. So, hier neben ist meine PSP-Sammlung. Und die ist gar nicht verkehrt, sage ich mal. Da sind ein paar richtig schöne Sachen dabei. Wie immer kann ich euch jetzt nicht alles zeigen, sonst sitzen wir morgen noch hier. Aber hier sind so coole, exklusive Dinge dabei wie Harvest Moon, Boy and Girl. Ist nicht bei uns in Deutschland erschienen. Oder eine ganze große Menge von irgendwelchen abgefahrenen RPGs von Atlus-Titeln. Ne? Richtig toll, teilweise noch neu und eingeschweißt. Unter anderem das richtig tolle, großartige Class of Heroes. Ja, Top Game, absolut zu empfehlen. Class of Heroes. Daneben sind noch ein paar Filme und ein bisschen Musik. Ne? Zum Beispiel hier Metallica, das Black Album. Es ist mit so einer Documentary und so Zeug dabei. Richtig cool. Oder auch Kultfilme, ne, wie hier Mad Max zum Beispiel. Jawohl. So, da vorne ist noch mehr. Ich ziehe euch einfach ein Stück mit. Wir machen das ganz professionell hier heute. So muss das sein. Hier geht's weiter mit der PSP. Hier sind so klasse Teile dabei, wie das Luna, ne? Oder auch gerne gesehen, beziehungsweise gerne gespielt, die Final Fantasy Teile. Gerade Teil 1 und Teil 2, da sind richtig klasse umgesetzt auf der PSP. Darunter wiederum, und das kann man jetzt nicht so gut sehen, das macht nichts, ist das ganze Thema Nintendo Wii. Jawohl, die Wii-Sammlung zeige ich euch jetzt nicht an dieser Stelle. Ich habe da vorne ja noch so einen Wii-Ständer stehen und da habe ich im Grunde viele meiner Wii-Highlights drin stehen, dass sie direkt im Zugriff sind und ich nicht hier hinters Sofa klettern muss. Ich mag das NES total gerne und darum habe ich in meiner Sammlung neben den vielen Modulen auch einiges an Titeln in der Verpackung und viele davon sind sogar richtig ZIP
mit allem, was dazugehört. Mal hier zum Beispiel die Dragon Warrior Serie, ne? So wie Dragon Quest im Grunde seinerzeit begann. Das ist ja cool, ne? Das erste Final Fantasy, mega. Aber auch natürlich für Super Nintendo ein paar richtig geile Titel. Hier das Gradius 3, ein klasse Schmapp. Oder auch das Ys, ne? Das Wise, großartiges Rollenspiel. Links in der Ecke ist dann ja das ganze Thema Sega, ne? Hier oben Mega Drive beziehungsweise Genesis, das sind meine PAL bzw. meine NTSC-Titel fürs Genesis, für die Konsole. Auch ein paar coole Sachen dabei, ne? Das ist ein bisschen dunkel hier, das müsst ihr entschuldigen. Zum Beispiel das Shinobi 3, richtig, richtig geiler Titel. Ein paar coole Schmaps und. Ist jetzt aber kein wirklich richtig aktives Sammelgebiet von mir, ne? Ich mag die ganz gern, die Konsole, aber ich habe auch einiges dafür und halte jetzt nicht, direkt Ausschau danach. Genauso ist es auch bei meiner Master System Sammlung, so viel sind es gar nicht, ne? Meine paar Master System Spiele, die ihr hier seht, auch nicht wirklich, was heißt der Rede wert. Ein paar tolle Titel sind schon dabei. Einiges lose hier rechts, was ich früher mal bei Kleinanzeigen in einem Lot gekauft habe. Ich glaube, da waren 30 Spiele oder so dabei. Aber wie gesagt, Sega ist nicht mein Hauptgebiet, was ich sammle. Klar, wenn ich da was Schönes sehe, nehme ich das natürlich mal mit. Ne? Hier guck mal zum Beispiel so ein Ninja Gaiden. Oder auch hier, wir haben es eben schon für Super Nintendo gesehen, so ein Wise, so ein Ys, klar, das landet dann schon in der Sammlung. Aber wie gesagt, nichts, was ich jetzt aktiv sammle, und dazu gehört auch der weitere Sega-Bereich hier. Ein bisschen was für Saturn, Mega CD und Dreamcast, aber absolut nicht der Rede wert. Meine Wii U-Sammlung, die besticht auch nicht durch ihre Größe. Hier sind ein paar schöne Sachen dabei, aber Wii U habe ich jetzt wirklich nicht so viel. Ich hätte hier ein cooles Half Genie Hero noch in neu und zu. Das ist natürlich ziemlich cool. Plus das nicht in Europa physisch erschienene, das mag ich total gerne, NES Remix. Gibt's bei uns, glaube ich, nur digital und für ein 3DS. Und das ist richtig, richtig cool. Ganz oben im großen Schrank, da befinden sich meine Collectors Editions. Das sind jetzt nicht sonderlich viele, einfach aus dem Grund, die fressen Platz, ne? Die fressen Platz ohne Ende, und so toll ich die auch finde, mehr geht da echt nicht, sonst muss ich anbauen. Meine Nintendo Switch Sammlung, mittlerweile ganz schön gewachsen und einige richtig coole Titel dabei. Zu nennen zum Beispiel das Crosscode, das großartige Deathmark. Natürlich auch hier geht's nicht ohne Schmapp. Psyvaria Delta. Ohne Final Fantasy geht's natürlich auch bei der Nintendo Switch nicht. Eines meiner Lieblingsspiele für die Nintendo Switch ist The Liar Princess and the Blind Prince. So ein großartiges Spiel. Auch limitierte Spiele, Hier eine Handvoll von Limited Run, die dürfen in meiner Sammlung natürlich auch nicht fehlen. Bei der Xbox 360, da habe ich mich bis auf ein paar Ausnahmen, die ich wirklich günstig gekriegt habe, auf Exklusivtitel beschränkt. So ein Gears 5 oder auch ein Ori and the Blind Forest, natürlich die Rare Replay Collection, ganz großartig, ein Forza Horizon oder so ein Metro Redux, das ist glaube ich gar nicht exklusiv, ne? Nee, war's mal, aber trotzdem, das Metro, das erste, ist ja auf der 360 erschienen, also ist so halb exklusiv und total cool. Das Recore, das ist so ein bisschen ein Geheimtipp, das war erst total buggy bei Release, und wenn man sich jetzt diese Definite Edition holt, da ist es gepatcht, und da macht das Ding richtig Laune. Recore, jawohl. Meine kleine Feine, da stehen noch ein paar Xbox One-Sammlungen. Und hey, bevor ich jetzt zur PlayStation 1, 2, 3 oder gar zur Xbox 360, zum GameCube und zur Original Xbox komme, lasst mich erstmal über die PlayStation 4 reden. Einer meiner liebsten Konsolen, wo ich richtig viele, richtig schöne Titel für habe, und ein paar Highlights, die möchte ich euch jetzt zeigen. Astrobot, für die VR einfach nur ein mega toller Titel. Jetzt auf der PS5 gibt's ja auch den lieben Astros Playroom, und das Ding, das ist so liebevoll gemacht. Ganz großes Kino. Die großartige, die ziemlich dunkle und ist noch gar nicht so lange in meiner Sammlung, Dark Souls Trilogie, jawohl.
From Software und Japan Studio mal ganz anders. Ein VR-Titel, Déraciné, richtig abgefahren, total, ja, weiß ich auch nicht, atmosphärisch, hat mir super, super Spaß gemacht. If a fairy cannot be seen, can it still exist? Absoluter Geheimtipp. Von einem Geheimtipp zum anderen. Edith Finch, bestimmt schon mal was von gehört, gibt es in digital auch recht günstig und das sind 2,5 Stunden, die richtig gut angelegt sind. Glaubt mir. Und natürlich dürfen auch Blockbuster nicht fehlen, ne? Horizon Zero Dawn, ey, was freue ich mich schon auf den zweiten Teil, der jetzt bald rauskommt. Cool Stuff. Auch hier dürfen natürlich limitierte Spiele nicht fehlen. Ich habe auf Anhieb 2 rausgezogen. Limited Run Games, You, ein ganz fantastisches Farbenspiel und Risk of Rain. Erst die Tage in meiner PlayStation 4 Spiele für richtig günstig vorgestellt. So, und jetzt wird's ein bisschen retro. Bevor wir an den Schrank gehen, wo die PlayStation 1 und die PlayStation 3 ist, habe ich hier meine große PlayStation 2 Sammlung. Und da sind so viele coole Titel dabei. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wo ich aufhören soll. Ich erzähle euch erstmal ein Geschichtchen. Ja? Wir nehmen einfach mal hier das Blood Omen für die PS2 in Deutsch raus. Und wir nehmen für die PlayStation 2 in der US-Version das Contra hier mal raus. Ne? Und die Leute fragen immer wieder, warum sieht das so bunt bei dir im Regal aus? Das liegt daran, dass die deutschen oder die PAL-Spiele einen weißen Background haben und die amerikanischen, die haben einen bunten. Ne? Da ist das Logo noch mit quasi verarbeitet. Voll gut. Und deswegen steht PAL und NTSC für die PlayStation 2 auch getrennt bei mir im Regal. Und jetzt ein paar coole Games für die PS2. Sehr gerne. Dual Hearts, ne? US-exklusiver Titel von Atlus. Richtig geil. Dragon Guard, ne? Der erste. Wir haben die Tage noch über das Dragon Guard 3 für die PS3 gesprochen. Das hier ist der erste Teil. Ach, die Grandia-Serie. Ja klar, Grandia 2 sagt euch allen was. Aber kennt ihr auch Grandia 3, der ist nämlich nur in NTSC erschienen, oder gar Grandia Extreme. Absolute Empfehlung, tolle Rollenspiele, das 3 sogar noch mehr als das Extreme. Eine meiner liebsten Serien auf der PlayStation 2 ist die Xenosaga-Serie. Bei uns in Deutschland erschien Xenosaga, der zweite Teil, ne? Der Jenseits von Gut und Böse. Es gibt aber in Wirklichkeit 3 Teile. Klar, es gibt den ersten Teil, ne? Der Wille zur Macht, Xenosaga 1, und dann den letzten und den besten Teil, ne? Also sprach Zarathustra. Bedenkt aber bitte, ne? Die sollte man am Stück spielen. Ne? Es macht keinen Sinn, hier mit Teil 3 einzusteigen. Die Story ist einfach zu zusammenhängend und noch unverständlicher eigentlich, dass es in Deutschland nur Teil 2 als Release gab und den ersten und dritten, ja, der ist den Asiaten und den Amis vorbehalten worden. Im Wilden Westen, ein Titel, der immer teurer geworden ist. Ich habe ihn damals in Amiland noch relativ günstig gekriegt, hat jetzt aber auch nicht eine Mark 50 gekostet. Wild Arms, alter Code F, mega, ja, so ein tolles Rollenspiel. Die ganze Wild Arms Serie sehen wir gleich bei der PlayStation 1 auch noch. In einem Wild West Setting, ein großartiges Rollenspiel mit dem besten Soundtrack der Welt. Wahnsinn. Und den hier, ne, den muss ich euch zeigen. SingStar Country, ja. Was für die Deutschen das SingStar Schlager ist für die Amis das SingStar Country. Ganz großes Kino, musste ich einfach haben. So, und jetzt, ne, ich ahne es schon, wir müssen wieder ein bisschen tiefer gehen. Da unten befinden sich die Themen Xbox 360, Original Xbox, aber auch der GameCube. Auf geht's, let's get down. Eine Etage tiefer ist das ganze Thema Xbox 360. Das geht da hinten noch ein Stückchen weiter und ich zeige euch mal 2 Titel, ja, die absolut sammlenswert sind, die ich gerne mag. Zum Beispiel hier die Konami Classics Edition Volume 1, leider nicht in Europa erschienen, aber hier ist zum Beispiel Castlevania Symphony of the Night drauf und das sieht auf der 360 richtig klasse aus. Ein weiterer großartiger Titel, Xbox 360 exklusiv, Beautiful Katamari. Absolut sammelnswert und macht auch noch Spaß. Soll es etwas obskurer sein? Dann gerne hier Operation Darkness von Atlus. Ein US-exklusiver Titel, der nur für die 360 erschienen ist.
Auch hier dürfen natürlich die Schmaps nicht fehlen. Und der hier, der ist scheinbar noch relativ günstig zurzeit. Dodonpachi Resurrection, ein tolles Schmapp für die Xbox 360. Unter der 360, und das sind wirklich alle Spiele, die ich für den GameCube habe, ja, ist der besagte Nintendo GameCube. Hier gibt es ein paar richtig, richtig tolle sammlungswerte, ja, Spiele, also sprich nicht nur dein Standard Mario und so, aber ein paar ganz tolle Sachen, die leider mittlerweile alle ganz schön teuer geworden sind. Ne? Ein so ein Beispiel wäre Fire Emblem Path of Radiance, ein ganz, ganz großartiges Rollenspiel, ja, leider mittlerweile fast nicht mehr zu bezahlen. Dann auch ganz großartig, ne? Button Kaitos, das sagt euch vielleicht noch was, das Button Kaitos, auch nicht günstig, auch ein tolles RPG, aber kennt ihr auch, jetzt greifen wir etwas tiefer, Button Kaitos Origins, das US-exklusive, ja, der erste Teil davon, nicht in Europa erschienen. Ein Highlight meiner GameCube-Sammlung ist sicherlich das Four Swords Adventure in Traumzustand. Ne? Habe ich damals gekauft auf dem Amazon Marketplace in den USA und das war recht günstig und es stand nicht dabei, ob es ZIP oder nicht ZIP war und ich habe einfach mal gezockt und es kam in so einem geilen Zustand zu einem Top-Preis an. Paper Mario, ne? Das ist auch ein Spiel, das wird scheinbar immer teurer. Ich kann mir das gar nicht erklären. Ich habe das hier in den USA damals, ja, die Spieldisk, die war in einem gebrauchten Gamecube drin, den ich in der lokalen Anzeige gekauft habe. Und ich habe mir dann für ein 20 das Original-Cover und die Anleitung bei eBay geschossen und hatte es dann komplett. Auch beim Gamecube geht's natürlich nicht ohne Schmapp. Ikaruga, bockschwer, aber ein richtig, richtig geiles Schmapp. Eins noch zum Abschluss des Gamecubes. Metal Gear Solid, The Twin Snakes, eine richtig geile Umsetzung, absolut empfehlenswert auf dem Gamecube und auch gar nicht mehr so einfach zu finden heutzutage. Die Original Xbox macht nur einen sehr, sehr kleinen Teil meiner Sammlung aus. Und wer sich nun fragt, wie kriegst du eigentlich alle deine Spiele so fantastisch, so einheitlich ausgerichtet, dem zeige ich meinen Trick. Passt mal auf. Hier hinter, ne, könnt ihr sehen, da sind Schwimmnudeln. Jawohl, die sind perfekt. Ne? Mit der Schwimmnudel begrenzt du den Platz und alle deine Spiele stehen perfekt in Reih und Glied. Schwimmnudeln, ein Traum. Wie erwähnt, steht direkt neben meinem Fernseher so ein formschöner Wii Tower. Da sind meine liebsten Wii-Spiele drin. Da ist alles an Zubehör, was du brauchst dabei. Ne? Da ist dein Controller dabei, dein Nunchuck, einen Lightgun und. Ja, und wie gesagt, meine liebsten Spiele. Ne? Und dazu gehört natürlich Dead Space Extraction. Ne? Das ist ein Railgun-Shooter, richtig, richtig geil. Aber auch so ein paar etwas seltenere Spiele. Ne? Das Castle of Shikigami Teil 3, das ist ein Schmapp zum Beispiel. Oder die Tides of Destiny von Rune Factory. Ich meine, die sind in PAL nur für die PS3 erschienen. Bin ich mir jetzt gerade nicht 100% sicher. Plus so abgefahrene Titel. Habt ihr gewusst, dass es das Manhunt auch für die Wii gibt? Oder last but not least, und das geht natürlich immer, On Chambara, die Bikini Zombie Hunters, ne? Mega. Hinter meinem Fernseher befindet sich das ganze Thema PlayStation 1 und darunter die PlayStation 3. Und ich liebe die PlayStation 1. Hier könnte ich ewig viel zu erzählen. Hier gibt es so tolle Titel wie das großartige Dino Crisis. Ja, ganz, ganz fantastischer Titel. Auch hier darf natürlich Final Fantasy nicht fehlen. Und natürlich gibt es auch für diese Konsole richtig, richtig tolle Schmaps, jawohl. Neben den PAL-Spielen habe ich auch eine richtig, richtig große Sammlung an amerikanischen Spielen, die sich in der Zeit in den USA natürlich angesammelt hat. Ne? Und hier ist alles dabei, ja, was das Herz begehrt. Ne? Das fängt an mit so Klassikern wie Chrono Cross oder auch das Dragon Warrior, der 7. Teil, den es so nicht in PAL gibt. Weiter geht's mit spannenden Sachen wie
Elemental Gearbolt, auch ein ganz, ganz großartiges Spiel. Auf der rechten Seite weiter das Katia, ne? Das ist ein Atlas-Titel, der falsch rum drin steht. So muss es sein, jawohl. Komm, rein mit dir. Parasite Eve, der erste Teil. Ganz großes Kino. Rhapsody, ein Musical-Adventure. X wie Xenogears. Wild Arms 2. 1000 Arms. Und noch so viel mehr. Wir gucken ein wenig nach unten. Die PlayStation 3. Jawohl, da ist sogar noch ein bisschen Platz. Das freut mich immer, wenn man im Regal noch Platz hat für weitere Titel. PlayStation 3, großartige Titel wie das Alice, ja, ganz toll. Bayonetta, Folklore, DuckTales Remastered, God of War, der dritte Teil, die Mass Effect Trilogie, Trails of Cold Steel 1 und 2, Nier. Grundsätzlich gibt es für die PlayStation 3 so viele tolle Titel und ich habe noch 2, 3 schöne Games auf meiner Liste stehen, die mir in meiner Sammlung noch fehlen. Und das war meine Roomtour 2021. Alexa, Nano Blau. Gleich viel gemütlicher Philips Hue aus und so, ne? So lässt es sich doch wieder richtig gemütlich zocken. Ich hoffe, die Roomtour hat euch gefallen und hey, wir sehen uns hoffentlich schon bald in einem neuen Video. Bis dahin, euer Lario.